Meine Antwort ist Aua. Lachend. Tom, da versucht jemand, mich wütend zu machen. Lachend. Ich verliere immer mehr die Geduld. Es stimmt nicht, was Sie da sagen. Erstens, Allah ist kein Vater und er hat keinen Sohn. Das sagt der Koran. Der Koran sagt nicht drei. Macht nicht diesen Unsinn mit der Dreieinigkeit, okay? Allah war der Name des Hauptgottes der Kaaba. Tatsächlich ist Allah eine Zusammenziehung von Al-Ilah, was der Hauptgott bedeutet. Ilah ist das Wort für Gott auf Arabisch. Ich weiß nichts über Arabisch, aber ich kann das herausfinden. Ich kann den Koran lesen. Du hast das Wort G-O-T-T im Koran, in der englischen Übersetzung des Koran, immer und immer und immer wieder. Zum Beispiel Schura 4 für 171. Allah ist ein Gott. Ilah, okay? Das eigentliche Glaubensbekenntnis, dass sie dich unter dem Schwert aussprechen lassen oder sie schlagen dir den Kopf ab, lautet: Es gibt keinen Ilah außer Allah und Mohammed ist sein Gesandter. Zu sagen, es sei das einzige Wort für Gott im Arabischen, stimmt also einfach nicht. Es ist der Name eines Gottes und sie bestehen in jeder Religion auf Allah. Du kannst nicht G-O-T-T auf Englisch sagen, du kannst nicht Dieu auf Französisch sagen, Bock auf Russisch, Dios auf Spanisch oder was auch immer. Nein, du musst immer Allah sagen. Nun, das ist kein allgemeiner Begriff für Gott. Das ist der Name eines Gottes. Und dieser Gott war der Mondgott in der Kaaba. Al-Ilah. Der 3 Töchter hatte. Das stimmt. Al-Lat, Al-Uzza und Manat. Und er hatte keine Söhne, sondern 3 Töchter. Und tatsächlich die sogenannten satanischen Verse. Salman Rushdie ist immer noch in Versteck, mit einem Kopfgeld auf ihn. Er schrieb einen Roman, der das aufgriff. Und tatsächlich wurde Mohammed im Koran diese Offenbarung gegeben, die sagt, dass diese 3 Töchter geehrt werden sollten. Ups. Und dann fand er, das könne nicht richtig sein, weil er ja mit allen Götzen aufgeräumt hat. Also wurden diese satanische Verse genannt, dass er von Satan inspiriert worden sei. Und dann bekam er einen Vers im Koran, der sagt: Nun, fühl dich nicht schlecht deswegen, denn Satan bringt jeden durcheinander. Du weißt schon, ich gebe nicht das genaue Zitat wieder. Dave, ich habe mich darüber gewundert. Wenn ein Volk eine Sprache spricht und sie haben einen Namen für Gott, zum Beispiel gehen wir ins Alte Testament, Baal, sollten sie dann, sobald sie zum Judentum konvertierten, ihren Namen mitbringen und in ihrer Sprache wieder zurückgehen und ihren Gott Baal nennen. Das ergibt für mich keinen Sinn. Baal sei gepriesen. Im Anfang war Baal. Nein, das ist absolut falsch. Und der Muslim drückt der ganzen Welt sein Allah auf. Und er tut es auf die hinterhältigste Weise, indem er sagt, das ist das einzige Wort für Gott, das es gibt. Obwohl du weißt, dass das nicht stimmen kann. Wie könnten sie über irgendeinen Gott sprechen? Es gibt keinen Allah außer Allah? Nein, es gibt keinen Ilah außer Allah. Es gibt keinen Gott außer Allah. Mohammed ist sein Gesandter. Und durch den ganzen Koran hindurch ist Allah einer. Was? Ein Gott. Was ist das Wort? Ilah. Allah ist ein Ilah. Sie sagen nicht, Allah ist ein Allah. Das wäre redundant. Es gibt ein Wort für Gott. Es ist Ilah. Und es war im Arabischen jahrhundertelang vor Mohammed bekannt. Genauso wie Allah. Und noch einmal, Allah ist eine Zusammenziehung von Al-Ilah, der Hauptgott. Und Allah war der Hauptgott in der Kaaba, die 300 und so viele Götzen hatte. Das war ein heidnischer Tempel. Sie haben alles beibehalten. Mohammed hat die Götzen zerschlagen. Er hat den Namen Allah beibehalten. Er hat den Hadsch beibehalten, die heilige Pilgerfahrt zur Kaaba. Er hat den braunen Stein in der Kaaba beibehalten. Alle Rituale. Sie umschreiten sie 7-mal. Sie küssen den dunklen Stein. Sie laufen zwischen Marwa und Safa hin und her. 2 Hügeln, auf denen die steinernen Abbilder zweier Götter stehen, die im Tempel Unzucht trieben und zu Stein wurden und auf diesen Bergen sind. Sie besteigen den Berg Arafat. Sie gehen ins Wadi Mena, eine kleine Schlucht, und dort ist ein Stein, der wie Satan aussieht, und sie werfen 21 Steine auf Satan. Tom, das wurde von den Arabern praktiziert, von heidnischen Arabern, jahrhundertelang, bevor Mohammed überhaupt auftauchte.
Und jetzt hat er den Namen des Gottes beibehalten. Er hat die Kaaba beibehalten. Er hat die Pilgerfahrt beibehalten. Er hat alle Rituale beibehalten. Und er hat auch den Ramadan beibehalten, der ebenfalls schon existierte, bevor Mohammed überhaupt geboren wurde. Und du sagst, das sei die eine wahre Religion. Nein, das ist der Heidentum, der jahrhundertelang praktiziert wurde. Und er hat ihn ein bisschen zurechtgebogen. Und jetzt drückt er ihn der Welt als die eine wahre Religion auf.